Hello everyone, today the 30th of our language challenge. We have officially crossed the finish line. It has been quite a journey. For me personally, doing this every single day, regardless of all my other tasks, was a real challenge. There were times when I had to sit up late into the night working on it, but I am absolutely certain it was worth it. For our grand finale, I choose the topic of an eco-friendly office, as sustainability is undoubtedly one of the most vital global topics in the world today. The biggest project I'd ever implemented in this direction was transition a company from classic white paper to grey eco paper. This process took about 9 months and initially caused a whirlwind of emotions, especially from the business side, because managers were literally ashamed to print client contracts on grey paper. However, over time the storm quieted down. Not only did we successfully become eco-friendly in that area, but we also managed to save a significant portion of the company's budget. Well, then, let's get started and take care of nature. Now, to take your exam strategy to the absolute next level, let's break down a set of advanced topic-specific vocabulary and full sentence phrases. Mastered phrases like this are exactly what you need to avoid generic, repetitive words under stress. They will help us express complex logistical ideas fluently, negotiate budgets smoothly, and prove to the examiner that we can speak naturally and precisely in any real-life Austrian scenario. Let's dive straight into them. How to start conversation. Der Einstieg. Hallo, hast du schon gehört? Wir müssen planen. Hast du dir schon Gedanken darüber gemacht? Unser Chef hat uns gebeten, zu organisieren. Wollen wir gleich mit der Planung anfangen? Ich habe mir schon ein paar Notizen gemacht. Am besten fangen wir mit an. Making suggestions and brainstorming. Vorschläge machen. Ich würde vorschlagen, dass wie wäre es, wenn wir organisieren kaufen? Es wäre sinnvoll, zuerst zu erledigen, meinst du nicht? Wir könnten auch in Betracht ziehen. Agreeing with the partner. Zustimmung. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Das machen wir so. Dein Vorschlag klingt sehr vernünftig. Ich bin absolut dafür. Genauso machen wir es. Das spart uns viel Zeit. Polite disagreement and alternatives. Widerspruch und Gegenvorschläge. Das ist ein interessanter Vorschlag, aber ich befürchte, das ist zu teuer, aufwendig. Ich verstehe deinen Punkt, aber wie wäre es stattdessen mit? Meinst du wirklich? Ich denke, es wäre besser, wenn wir dividing tasks and logistics. Wer übernimmt die Verantwortung für? Könntest du dich vielleicht kümmern? Ich würde mich dann bemühen. Ich kann gerne den Einkauf, die Buchung übernehmen, wenn das für dich okay ist. Übernimmst du das? Ja, abgemacht. Closing the discussion, der Abschluss. Zusammenfassend halten wir fest, du kümmerst dich und ich mache. Wir haben alles Wichtige besprochen. Wollen wir uns nächste Woche noch einmal kurz treffen? Perfekt, dann steht der Plan. Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. You want to introduce eco-friendly measures in your office together with your colleague in order to conserve resources and improve sustainability within the company. Consider how you can reduce paper consumption through the digitalization of documents and how you will organize strict waste separation at the workplace. Discuss how you can avoid plastic waste and what alternatives are available for the office kitchen. Also, consider how you will motivate employees to switch to eco-friendly means of transport and how the division of responsibilities within the team will be managed. Well, let's start with our organizational activities. We will use the maximum possible number of template phrases that can serve as your foundation for organizing other similar events. Hallo, unser Chef hat uns gebeten, dass wir ein umweltfreundliches Büro organisieren, um die Ressourcen im Unternehmen zu schonen. Ich denke, das ist ein sehr wichtiges Thema für unsere Zukunft. Hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, wo wir anfangen sollen?
Hallo, ja, das finde ich auch eine großartige Idee. Ich habe mir schon ein paar Notizen gemacht. Am besten fangen wir mit der Frage an, wie wir im Alltag den Papierverbrauch reduzieren können. Wir drücken im Moment einfach noch viel zu viele E-Mails aus. Was meinst du? Ich würde vorschlagen, dass wir alle Rechnungen und Verträge digital speichern. Wenn wir alle Dokumente erfolgreich digitalisieren, sparen wir nicht nur Papier, sondern auch viel Platz im Archiv. Das ist eine ausgezeichnete Idee, das machen wir so. Ein weiterer wichtiger Schritt wäre es, wenn wir eine strikte Mülltrennung einführen. Wir sollten in jedem Radius separate Behälter für Papier, Plastik und Restmüll aufstellen, damit alle Kollegen ihren Abfall richtig entsorgen können. Das mit dem Müll ist super. Was die Kaffeeküche betrifft, sollten wir ab morgen alle Kaffeemaschinen komplett verbieten und nur noch Tee anbieten, weil die Kaffeekapseln so viel Müll machen. Das ist ein interessanter Vorschlag, aber ich befürchte, das ist für die Motivation der Mitarbeiter nicht gut, da fast alle Kollegen Kaffee trinken. Ich verstehe deinen Punkt, aber wie wäre stattdessen, wenn wir vollständig auf Plastikmüll verzichten und wiederverwendbare Kaffeekapseln oder eine Kaffeemaschine mit Kaffeebohnen kaufen? So können wir umweltfreundliche Alternativen wählen, ohne den Kaffee zu verbieten. Dein Vorschlag klingt sehr vernünftig. Ich bin absolut dafür. Eine Kaffeemaschine mit Bohnen schmeckt auch viel besser. Genauso ist es. Ein weiteres großes Thema ist der Arbeitsweg. Wie können wir die Kollegen dazu bringen, seltener mit dem Auto zur Arbeit zu fahren? Wir könnten einen internen Wettbewerb starten. Die Firma sollte diejenigen belohnen, die auf umweltfreundliche Transportmittel umsteigen, um im Alltag das Fahrrad oder den Bus nutzen. Wer das ganze Monat mit dem Rad kommt, bekommt einen Gutschein. Perfekt, das wird die Kollegen sicher motivieren. Lass uns nun die Aufgaben im Team aufteilen, damit wir diese Veränderung schnell umsetzen können. Ich kann gerne den Kontakt zur Recyclingfirma übernehmen und die neuen Mülleimer bestellen, wenn das für dich okay ist. Außerdem werde ich die Mitarbeiter über Nachhaltigkeit informieren und eine offizielle E-Mail vorbereiten. Aber könntest du dich vielleicht um die neue Kaffeemaschine und das Konzept für die IT-Abteilung kümmern? Übernimmst du das? Ja, abgemacht. Ich suche nach einer passenden Kaffeemaschine, spreche mit der IT-Abteilung über die Digitalisierung und erstelle einen genauen Zeitplan. Wir haben das Beste aus dieser Besprechung gemacht. Damit haben wir eigentlich an alles Wichtige gedacht, oder? Zusammenfassend halten wir fest, du kümmerst dich um die Mülltonnen und die interne E-Mail und ich mache die Recherche für die Kaffeemaschine und die IT-Umstellung. Wir haben alles Wichtige besprochen. Wollen wir uns nächste Woche noch einmal kurz treffen? Perfekt, dann steht der Plan. Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. And to top it all off, we will finish today's session with a set of useful phrases and expressions on this topic. It is precisely thanks to having these building blocks in your vocabulary that your speech will eventually become natural and fluent, as you won't need to piece together a large number of individual words while frantically trying to put them in the right case with the correct ending. Resource Saving and Digitalization. Ein umweltfreundliches Büro organisieren. Den Papierverbrauch im Alltag reduzieren. Dokumente erfolgreich digitalisieren. Die Ressourcen in Unternehmen schonen. Waste Management and Alternatives. Eine strikte Mülltrennung einführen. Vollständig auf Plastik verzichten. Umweltfreundliche Alternativen wählen. Die Mitarbeiter über Nachhaltigkeit informieren. Green Mobility and Team Coordination. Auf umweltfreundliche Transportmittel umsteigen. Das Fahrrad oder den Bus nutzen. Die langfristigen Ziele gemeinsam erreichen. Die Aufgaben im Team aufteilen.
And that is absolute wrap, guys. We have officially completed day 30 and crossed the finish line of our language marathon. Implemented green initiatives, just like pushing through a 30-day challenge, takes time, patience, and a lot of determination. But as you saw from my story about the grey eco paper, consistency always pays off and brings incredible results in the end. I would love to hear your thoughts on green initiatives. Does your company use eco-paper, encourage recycling, or promote cycling to work? Let me know in the comments below. Also, for the very last time in this challenge, the link to today's presentation slides is right there in the video comments, so make sure to download them. Take this 100% clean German dialogue, practice this out loud, and master these high-scoring vocabulary terms. Thank you from the bottom of my heart for working this path with me. You have shown incredible dedication, and this consistency is your ultimate superpower. You are now fully armed and ready to absolutely crush that ÖIF B2 exam. Keep believing in yourself, keep moving forward, and I wish you the absolute best of luck on your exam day. You've got this. Keep pushing, stay motivated, and see you next time.